Willkommen zurück bei Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Hier in diesem Haus, wo wir heute Nacht einbrechen wollen. In der Zwischenzeit oder in der Zeit zwischen der Aufnahme habe ich hier schon mal so ein bisschen weiter rumgeguckt und habe gesehen, dass hier noch die Bodenluke ist, die man untersuchen kann. Das machen wir jetzt einfach mal. Und gucken mal, was wir da drin finden. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Ah, okay, da können wir natürlich den Teppich drüber legen. Das wäre ja was. Und hier ist noch der Herd, den können wir auch noch untersuchen. This should be useful. Das Seil hatte ich eigentlich schon genommen. Okay. Gut, das heißt, wir brauchen... Zack, hier brauchen wir noch den Teppich. Den da. Den nehme ich mal eben mit. This should be useful. Den Teppich legen wir dann nämlich schön über die Bodenluke. Hier. Zack. Da legen wir den Teppich jetzt drauf. Dann fällt das nämlich gar nicht auf. It's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I On the should floor. walk carefully here, else my plan will be ruined. Okay. So, das heißt, hier würde jetzt einer reinrennen. Now, Und if a zack. thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. So, das hieß, wir können wir da Küchentür The öffnen? door is now blocked. Okay, das heißt, so können sie da nicht durch, aber durch diesen Hammer, der da noch liegt, können wir den Kronleuchter doch noch untersuchen. Mit dem Seil. Aber die... Ach so, am Hammer. Und jetzt aufhängen? Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Das ist ja fies. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Errungenschaft freigeschaltet, häusliche Unfälle. Ja, die meisten Unfälle passieren auch im Haushalt, ne? Das werden die Jungs vom Zirkus auch bald erfahren. Das heißt, wir fahren jetzt fort hier bei Schüsse bei Mondlicht. Und ja, gucken mal, was jetzt bei dem Einbruch passiert. Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Oh, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? Oh. Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you Ach so, doing der here? wieder. Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Ja, sag es nicht. Wir öffnen mal den Safe. Gucken mal, was da drin ist. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? Also, I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find.
Ist mit seinen I'll Haaren see you soon, dear und mit brother. seinem Ohr. Warum leuchtet das so gelb? Ist er ein Cyborg? Da, B. Schatz im Safe, lange verschwundene Kunstwerke. Das heißt, die antiken Schmuckstücke, die wir im versteckten Safe des verlassenen Herrenhauses in Notting Hill gefunden haben, stellen die hellenistischen Schätze dar, die 1885 gestohlen worden waren und seitdem nie wieder aufgetaucht sind. So ist es. Foleys Rache. Ach, wir sind ja jetzt schon fertig. Ja, Charles Foley hat den Diebstahl der hellenistischen Schätze organisiert, der zu dem tödlichen Schusswechsel in der Half Moon Street führte. Leighton Chapman war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, Gnade. Charles Foley wird wegen schweren Diebstahls hinter Gitter wandern, da er jedoch nicht wegen Mordes angeklagt wird, kann er mit einer milden Strafe rechnen. Ja, oder Charles Foley entwickelte einen teuflischen Racheplan und setzte diesen auch um. Hinzu kommt der Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken. Der Strick ist noch zu gut für ihn. Können wir die Untersuchung noch fortsetzen? Ich meine, ist das wirklich schon das Ende? Don't move, you flimflammer. What a beautiful collection of art. It was thought lost. Haben wir wirklich alle? The trap with the chandelier worked perfectly. Charles Foley has been knocked down. Haben wir wirklich alles One of gefunden? Foley's companions. He is unconscious. Haben wir wirklich jeden Hinweis gefunden? One of Foley's companions. He is unconscious. Scheint so, oder? Dass wir wirklich... Tja, ist Foley Gnade oder keine Gnade? Also er hat ja die beiden wirklich einfach, ja, kaltblütig ermordet. Für diesen Diebstahl. Ja, manche werden jetzt wahrscheinlich wieder meinen, dass ich zu hart bin. Inspektor Gnadenlos, wie mich der gute Zuhörer mal genannt hat. Aber ich würde sagen, keine Gnade für Foley. Das heißt, er geht damit an den Strick. Was bei der, ja, zweifachen Mord für einen Raub. Tja, aber er hat sie ja wirklich umgebracht, deswegen, also wie gesagt, wir können gerne, oder ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, beziehungsweise was ihr jetzt genommen hättet, aber ja, ich sage keine Gnade für Foley und bestätige die moralische Entscheidung und hoffe, dass ich alle Hinweise gefunden habe, ehrlich gesagt. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I am sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Okay. Anscheinend geht's doch noch weiter. Wir fahren fort. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street.
And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines, or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Scheiße. Tja, lasse ich die Londoner Börse in die Luft sprengen und ein Zeichen setzen? Oder hindere ich sie daran? Es wäre ein Verbrechen. Aber ja, ist eigentlich ja schon mehr so ein Guerilla-Terrorismus. Oder? Also, klar, das, was er gesagt hat, das ist schon krass. Und die ganzen armen Leute, die werden, wenn sie irgendwie so ein Laib Brot klauen, dafür ins Gefängnis gesteckt. Und die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Und so weiter und so fort. Aber ist das wirklich der richtige Weg? Also ist quasi ist die Börse in die Luft zu sprengen, ist das der richtige Weg, um die Missstände da aufmerksam zu machen? Oder ist das eigentlich nur, ist das quasi eine terroristische Gruppe, die sich hinter diesen, guten Absichten quasi versteckt? Ich glaube, es ist schwer zu entscheiden. Es ist wirklich schwer. Jetzt so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, an sich ist es, also das Ziel an sich, was die haben, ist vertretbar oder ist nachvollziehbar irgendwie, aber nicht der Weg, wie sie es machen wollen. Und deswegen werde ich die Pulverspur jetzt anzünden, um diesen Weg zu verhindern. Ich meine, sie werden andere Möglichkeiten finden und sie werden andere Möglichkeiten wahrscheinlich auch dann wählen, aber zumindest konnte ich dann das verhindern.
Auch hier würde es mich auch wieder sehr interessieren, was ihr davon haltet, beziehungsweise was ihr gemacht hättet. Aber gut, wir zünden jetzt mal die Pulverspur an und ja, schauen mal, was es hier für einen großen Knall gleich gibt. When people fight the Order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Oh. Aber genau das meinte ich halt, ne? Also das, was er auch gerade gesagt hat. Er hat es klüger ausgedrückt als ich. Aber wie gesagt, die Sache, für die sie kämpfen, da ist nachvollziehbar, aber nicht auf die Art und Weise, wie sie es vorhatten. Wir fahren fort und schauen uns mal an, ja, unsere Konsequenzen quasi. So, you're interested in Russian literature now. Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of, pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Ja, Schüsse bei Mondlicht. Wir schauen uns mal an, ob wir wirklich richtig lagen. Okay, wir haben alle Hinweise gefunden. Die Schlussfolgerung war richtig. Klar, bei der Entscheidung, ne, ist halt immer wieder das Thema, wie man sich da selber für entscheidet. Ja, aber ich würde sagen, wir bestätigen die Entscheidung, oder ich bestätige jetzt die Entscheidung. Und gucken mal, wie es dann weitergeht. Achtung, Sie sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Dabei werden die Spielstände blablabla. Ja, ist okay. Die Fallstatistik. Lösung mit dem gleichen Fall oder mit dem Spieler mit derselben Lösung für den Fall 96%. Spieler mit derselben moralischen Entscheidung bei 83%. Also diesmal lag ich wirklich in dem großen Bereich. Sonst bin ich ja eher mal so derjenige, der so bei den 20% mitliegt.
Aber gut, wir fahren mal fort. Und ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ein neuer Fall anfängt. Dann zeige ich euch quasi noch das Intro. Und dann sehen wir uns bei einer nächsten Folge wieder. Ich weiß aber noch nicht, ob danach jetzt überhaupt noch ein Fall kommt. Das werden wir jetzt sehen, wenn ich auf Fortfahren drücke. Und dann, ja, schauen wir mal, was jetzt passiert. Errungenschaften, ganz viele freigeschaltet. Das sieht mir aber auch eher nach dem Ende aus. Ja, genau. Das ist das Ende von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Das habe ich mir fast gedacht, dass der 6. Fall der letzte Fall ist. Ja, hier sieht man jetzt nochmal ein paar Szenen, glaube ich, auch von Tatorten, beziehungsweise da, wo wir, von Schauplätzen quasi, wo wir waren. Ja, ich hoffe, das Spiel hat euch zumindest ein bisschen gefallen. Ist mal auf jeden Fall was anderes gewesen als ja, das, was wir sonst so zusammen gespielt haben. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich geil. Ja, lasst es mich wissen, wie ihr das Ganze fandet. Es gibt da wohl noch, was weiß ich, wie viele Teile zu. Falls wir mal was Neues machen sollten oder so, dann könnten wir auch überlegen, ob wir noch einen Sherlock-Teil machen. Für die nächste Zeit habe ich auf jeden Fall erst nochmal ein Projekt quasi in der Hintertasche. Das ist noch nicht veröffentlicht worden, also das Spiel an sich, aber da wird der eine oder andere sich, glaube ich, auch drüber freuen. Ja, also wie gesagt, ich fand das Spiel ziemlich geil. Manche Fälle waren ein bisschen kurz, manche Fälle waren dafür sehr lang. Ja, aber wie gesagt, es war eigentlich ein ganz guter Mix aus Schwierigkeit und Story und ja, wie das Ganze so aufgebaut wurde, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Wie gesagt, sagt mir einfach, wie ihr das Ganze fandet oder ob ihr sowas nochmal sehen wollt. Und dann sehen wir uns bei irgendeinem anderen Projekt von mir wieder. Ja, dann würde ich sagen, bis dahin. Und dann könnt ihr euch noch hier den restlichen Abspann anschauen. Und dann, ja, sehen wir uns ein andermal wieder. Auf Wiedersehen.